Herzlich willkommen zu dieser Episode mit Felix Schlenter von Leading Tomorrow. In diesem Interview geht es um das AI-First Mindset, was Felix entwickeln musste für sich, weil er Interimsgeschäftsführer einer insolventen Firma war und das ganze Ruder wieder rumreißen musste, was natürlich keine einfache Zeit war, was aber zu vielen, vielen Learnings und Ansätzen geführt hat, wie KI das Unternehmen wieder schlagkräftig und wettbewerbsfähig machen konnte. Und dieses Mindset, das führt Felix jetzt fort. Er berät andere Unternehmen, das einzusetzen. Und in diesem Interview steigen wir sehr, sehr tief in diese Materie ein, wie man als Führungskraft oder als Unternehmer sich selber so ein AI-First-Mindset aneignen kann, wie man quasi die komplette Wertschöpfungskette einmal losgelöst von AI betrachtet und dann guckt, was mit den aktuellen Möglichkeiten, die Technik gerade bietet, heutzutage möglich ist und wie die Technologie das eigene Unternehmen unterstützen kann, wettbewerbsfähiger machen kann, schlagkräftiger machen kann. Felix hält dabei nichts zurück. Er teilt sehr, sehr viele interessante und prägende Erinnerungen mit uns in dieser Unterhaltung. Und er gibt vor allem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man als Unternehmer, der eigentlich nichts mit KI zu tun hat, er selber hat einen BWL-Hintergrund, also auch nichts Technisches, wie man aus so einer Position heraus tatsächlich so viel Verständnis für diese Materie aufbaut, ohne jetzt alles andere liegen zu lassen, was der Alltag so bringt, und wie man dann auf strategische Art und Weise KI im Unternehmen einführt. Wirklich eine sehr, sehr spannende Episode. Ich freue mich, dass Felix sich die Zeit dafür genommen hat und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, Felix, schön, dass das geklappt hat heute. Wir hatten uns beim ersten Kennenlernen schon sehr über deine KI-Journey unterhalten und du hast einiges mitgemacht, wo KI, glaube ich, eine extrem große Rolle gespielt hat in deinem Unternehmen vorher. Das wäre ein Punkt, wo ich gerne einsteigen würde. Wie bist du in dieses Thema reingekommen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Jan. Freue ich mich, heute dabei zu sein. Wir haben schon ich habe mehrere Softwareunternehmen mit aufgebaut und dann auch geführt. Wir hatten dort immer schon Machine Learning und NLP in unseren Produkten mit integriert. Ich habe dann aber in meiner ersten Geschäftsführerrolle war ich in Indien und da hatten wir einen Entwicklungsstandort und hatten einen sehr standardisierten Entwicklungsprozess für Virtual Reality Umgebungen und Software. Und ich hatte mich immer gewundert, warum wir dort sehr, sehr viele Leute hatten, die immer wieder das Gleiche gemacht haben und mit sehr viel manuellem Aufwand am Ende sehr gute Produkte geliefert haben, aber es, wie gesagt, sehr personalaufwendig war und auch sehr lange gedauert hat für den Kunden. Und wir haben uns dann damals diesen Prozess angeschaut und den zerhackstückt und geguckt, wie können wir eigentlich Teile dieses Prozesses auch mit künstlicher Intelligenz automatisieren und schneller auf ein 50, 60, 70% Ergebnis kommen. Das war vor 3,5 Jahren noch viel, viel aufwendiger, als das heute ist, vor allem Generierung von 3D-Assets. Ja, da geht jetzt schon einiges mehr. Aber da habe ich das erste Mal wirklich Blut geleckt und gesehen, was das in der Wertschöpfungskette voranbringen kann. Und wir haben dann, als die Sprachmodelle wirklich in der Breite einsatzfähig wurden, habe ich seitdem in den Unternehmen, für die ich verantwortlich war, sehr strukturiert in Teams, Prozesse, Produkte mit integriert und über die letzten 2 Jahre so ein AI-First-Mindset, kann man vielleicht sagen, entwickelt und auch gesehen, dass es funktioniert. Insbesondere im letzten Jahr, da bin ich als Interim-CEO an Bord eines insolventen Unternehmens gekommen, war Venture Capital finanziert, hat hohe Verluste geschrieben und ich hatte dann die Aufgabe, innerhalb von einem Jahr aus diesen hohen Verlusten ins profitable Wachstum wieder zu kommen und das Unternehmen zu stabilisieren. Die Krux war, dass wir 80% der Leute gehen lassen mussten, um das überhaupt wirtschaftlich weiter betreiben zu können. Und da hatten wir natürlich einen massiven Produktivitätsverlust und auch einiges nach so einer Insolvenz kann man sich ja vorstellen, dass die Kunden auch nicht unbedingt glücklich sind mit der Situation. Und wir haben dann, auch weil wir mussten, eine KI-Strategie sehr
radikal umgesetzt. Wir haben uns den gesamten Wertschöpfungsprozess von unserem Produkt angeschaut. Das war sehr dankbar, weil wir Millionen von Kundenfeedbacks eingesammelt, ausgewertet und dann Maßnahmen eingeleitet haben. Das bietet sich vor allem für generative KI extrem gut an. Da konnten wir viele neue Features integrieren, die für den Kunden dann wertvoller waren, konnten darüber schon mal die Kundenbindung steigern, aber auch wieder stärker im Umsatz wachsen. Wir sind durch jeden einzelnen Prozess marschiert und haben uns angeschaut, was ist davon automatisierbar, aber auch, wo können Mitarbeiter im Arbeitsalltag durch AI-Assistants unterstützt werden. Und ja, da habe ich viel gelernt über die Möglichkeiten, aber auch über die Herausforderungen und mich dann entschieden, mich nur noch damit zu beschäftigen. Das klingt nach einem extrem herausfordernden Weg. 80% der Mitarbeiter ist schon heftig, wenn man das sich mal vor Augen führt. Hast du oder wie bist du auf das Thema KI als Lösung gekommen? Hast du einen Hintergrund in dem Bereich oder ist das was, wo du gesagt hast: Da muss so viel Potenzial drin stecken, weil jeder drüber redet, da steigst du mal tiefer ein?“ Also ich habe einen klassischen BWL-Background und war Ah, kein eher immer für Programmier-Nerd. genau, war eher immer für Sales, Marketing, Partnerships verantwortlich und dann immer mehr in eine immer stärker Operations-Rolle, würde ich mal oder General Management-Rolle gegangen. Und ich glaube, klassisch aus einem Business Need heraus das Thema entdeckt und immer stärker mich damit beschäftigt und einfach eingesetzt aus einer Management-Perspektive über das gesamte Unternehmen halt gesehen, welche Wirkung das entfalten kann, aber auch, wie man es denken muss aus einer Geschäftsführerrolle, um diese Wirkung auch entfalten zu können, oder welche Leitplanken oder Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, damit KI auch wirklich ins Fliegen kommt im Unternehmen und ja, Begeisterung, Leidenschaft dafür entwickelt und dann halt auch irgendwann verstanden, dass das jede Branche, jedes Unternehmen, jeden Job, insbesondere alle Leute, die den ganzen Tag vorm PC sitzen. Man dachte früher, die Lkw-Fahrer und die Leute am Fließband sind zuerst dran, jetzt sind es doch wir PC-Heinis. Dass es einfach vieles enorm verändern wird und dass man sich dafür heute schon aufstellen sollte. Ja, und du hast gerade den Begriff AI First Mindset verwendet, was ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz finde. Ich frage mich selber im Alltag immer, wenn ich vor irgendeiner Herausforderung stehe: „Wie kann ich KI da reinbringen?“ Und das ist ja so eine gelernte Denke, sage ich mal, die man sich einfach angewöhnen muss. Wie waren deine ersten Schritte damals, wenn du jetzt mal überlegst, die Zuhörer sind selber Führungskräfte, Geschäftsführer, die stehen wahrscheinlich nicht vor der Situation, dass sie 80% der Leute entlassen müssen, aber nichtsdestotrotz gibt es ja Herausforderungen heutzutage. Wenn jemand neu in dieses Thema einsteigt und ein AI-First Mindset entwickeln möchte, wo fängt man da am besten an und wo bist du damals angefangen? Also, ich habe mich tatsächlich, als ChatGPT rauskam, wahrscheinlich jeder hat da so seinen eigenen Moment oder seine eigene Geschichte dazu, glaube ich. Ich habe mich einfach wirklich tagelang davor gesetzt und alles, was ich so mache, versucht auch mit dem LLM dann zusammen umzusetzen. Und dann einfach durch wirklich viel Praxis, und das erlebe ich auch immer noch so, gelernt, wo was funktioniert und wo gibt es Limitierungen. Und das, was funktioniert hat, das habe ich dann, da habe ich meine Arbeitsgewohnheiten verändert. Und ich erinnere mich noch daran, was mir geholfen hat. Habe mir dann extra noch einen weiteren Bildschirm geholt. Da hatte ich einfach den ganzen Tag dann ChatGPT offen, das war für mich so ein kleiner Trick, um diese Barriere abzubauen, da dran zu denken, beziehungsweise nicht daran zu denken. Ja. Das ist clever. Also, du hast einfach versucht, alle alltäglichen Prozesse, die sowieso schon laufen, da mit reinzubringen. War damals irgendwie das Thema Datenschutz oder Datensicherheit für dich 'n Punkt, wo du sagst: „Da muss ich aufpassen, bestimmte Sachen baue ich da vielleicht nicht mit ein?“ Ja, natürlich. Also klar habe ich es auch zum Beispiel verwendet, um mich auf ähm, Meetings vorzubereiten, in der aus verschiedensten Daten, ja, oder KPI-Reports
Ableitungen getroffen werden mussten, habe es dort auch eingesetzt, aber dann entsprechend alle Informationen in diesen Dateien soweit anonymisiert oder rausgenommen, die irgendeinen Rückschluss aufs Unternehmen zum Beispiel zugelassen haben, oder alle personenbezogenen Daten sowieso immer rausgenommen. Also ich glaube, das habe ich mir schon immer angeeignet, da einfach lieber auf Nummer sicher zu gehen und konform zu sein. Auf der anderen Seite es aber auch nicht zu blockieren und zu sagen, das nehme ich jetzt als Grund, um bestimmte Dinge nicht zu tun. Weil es gibt ja auf der rechtlichen Ebene genug Möglichkeiten, das auch konform in den Einsatz zu bringen. Und auf der technischen Ebene gibt es eben auch genug Lösungen, die eine sichere Umgebung anbieten. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sagen würde, ChatGPT kann man eigentlich nicht wirklich verantwortungsvoll in einem Unternehmen ausrollen und in der Breite der Anwendungsfälle wirklich einsetzen. Einfach weil alle Daten, egal welchen Plan man hat, immer wieder über die USA gehen und genau potenziell dort Dritte Zugriff drauf bekommen können. Aber wie gesagt, ja, da gibt es diverse Möglichkeiten, das zu umgehen. Und ChatGPT ist ja auch nicht das Einzige, was es auf der Welt gibt. Zum Glück nicht, ne. Wobei ich sagen muss, die, API-Schnittstelle von OpenAI, da haben wir 'n Datenverarbeitungsvertrag für. Also, die kann man schon in 'nem gewissen Maße nutzen, aber bei der Weboberfläche gebe ich dir recht, da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig mit. Was ist denn der erste Schritt, wenn man so 'ne Strategie umsetzen will? Ich spreche mit relativ vielen Leuten, die stehen so 'n bisschen wie der Ochs vorm Berg und die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil da steht dann dieses Prompt-Feld und dann hast du da Beispiele, was du ChatGPT fragen kannst. Und dann hast du auf deinem einen Monitor ChatGPT, auf dem anderen hast du meinetwegen Excel mit den KPIs. Was mache ich dann damit? Wie kann ich als Geschäftsführer die ersten Schritte damit machen? Ja, also ich würde mich erstmal im ersten Schritt rein auch von generativer KI lösen. Das ist natürlich jetzt ein guter Einstiegspunkt, weil man auf einmal die Möglichkeit hat, mit einem KI-Modell zu kommunizieren wie mit einem Menschen und sehr niedrigschwellig der Zugang ist. Ich glaube, das tut auch gut und hilft ja gerade dem gesamten Forschungsgebiet auch einfach sehr viel Sichtbarkeit und mehr Relevanz zu bekommen, als in den vergangenen Jahren, wo es eben oft unter der Haube schon lief, aber keiner so richtig davon wusste oder es niemand verstanden hat. Und genau, also wie geht's los? Also ich sehe in ganz, ganz vielen Unternehmen eine Riesenlücke zwischen den Erwartungen oder den Potenzialen, ja, was man jetzt machen könnte mit AI, und auf der anderen Seite der Realität, Status quo. Und um diese Lücke zu überbrücken, würde ich erstmal damit anfangen, Wissen aufzubauen. Die meisten legen halt los und kommen entweder aus der Tool-Richtung und sagen, ich habe jetzt hier was gesehen, oder es gibt doch da jetzt was, und was brauche ich dann davon und wie kann ich das einsetzen? Oder von der Use-Case-Richtung, dass sie sagen, okay, wir gucken uns jetzt überall an, was kann man machen, und dann setzen wir jetzt Use Case für Use Case um. Das Problem ist, dass zu dem Zeitpunkt unter AI noch jeder was anderes versteht im Unternehmen und noch gar nicht klar ist, oder andersrum, wenn man so anfängt, denkt man es halt nicht über das gesamte Unternehmen hinweg, sondern denkt das immer wieder in einzelnen Use Cases, einzelne kleine Probleme zu lösen. Spannender ist aber, sich mal AI als gesamte Disziplin anzuschauen, zu gucken, was gibt es dort eigentlich für unterschiedliche Typen oder Konzepte von der AI, welche Stärken oder Fähigkeiten bringen sie mit, was kann ich damit machen, welche technische Komplexität liegt auch dahinter, und dann zu schauen, wie kann ich jetzt diese Fähigkeiten eigentlich auf mein Unternehmen anwenden, und so wie wir heute, und das ist kein einfacher Prozess, ja, weil es erfordert auch einen Umdenken, aber wie wir heute unser Unternehmen betreiben und führen, wie wir heute unseren Service zu unseren Produkten, zu unseren Kunden bringen, wie heute unsere Teams im Alltag arbeiten, wie heute unsere Prozesse ablaufen. Wenn ich das jetzt nochmal aus AI-Richtung denke, was wäre dann eigentlich möglich? Und das, denke ich, ja, ist dieses AI-First-Mindset, was man sich aneignen kann, zu sagen, alles, was wir hier tun, wir denken AI immer mit. Das heißt nicht, dass wir überall AI reinhauen, sondern wir denken es immer mit und nutzen alles, was möglich ist, weil uns das halt massive
Vorteile gibt, Effizienz, Skalierungsmöglichkeiten, deutlich schnellere Innovationszyklen und. Und dann mit diesem Grundwissen kann man dann mal schauen, dann haben alle AI verstanden, insbesondere in der Führungsebene ist das enorm wichtig, dass nicht jeder über was anderes spricht und dann schauen von diesen Wertpotenzialen, die die Technologie bietet, wie zahlt das eigentlich auf unsere strategischen Ziele als Unternehmen ein und daraus mal ein Dokument erstellen, wo man, ich nenne das eine Ambition, ich nenne es bewusst nicht Strategie. Strategie ist immer so groß und dann hat man da riesen Dokumente und dauert ewig und wird am Ende doch nicht umgesetzt und weiß auch keiner, was Strategie jetzt eigentlich heißen soll, sondern Ambition, ein Nordstern, das ist, was wir unter AI verstehen. Das sind die Vorteile, die wir darin für uns erkennen. So zahlt das auf unsere Ziele ein. Diese KPIs wollen wir damit treiben und so machen wir jetzt weiter. Ja, das sind mal so 5 Punkte, die man da mal festhalten und unterschreiben und auch an jeden Mitarbeiter geben kann, damit das auch klar kommuniziert wird, wie es weitergeht und die Teams auch involviert werden können. So, damit würde ich erstmal den Nordstern setzen und der ist flexibel genug, um auf die AI-Welt, die sich ja ein bisschen schneller dreht als alles andere, dann auch flexibel reagieren zu können. Ja, die ist dezent schneller, das stimmt. Aber ich find den Ansatz spannend, weil du sagst: „Ich lasse mich nicht von diesen 350.000 AI-Tools überfluten und weiß dann gar nicht mehr, wo oben und unten ist, sondern ich gucke mir halt wirklich gezielt die Wertschöpfungskette an und ich gucke mir von A bis Z alles an im Unternehmen. Erfordert natürlich auch gerade in gewachsenen Strukturen einen gewissen Aufwand, weil die ganzen Abläufe da teilweise ja noch gar nicht dokumentiert sind, sondern die sind in den Köpfen der Mitarbeiter und dann muss man die da erst mal rausziehen, wobei AI auch helfen kann. Aber du gehst halt wirklich Return on Investment orientiert ran und guckst dir an, welchen Hebel kann ich bewegen. Und dann wäre der nächste Schritt, du baust dir wahrscheinlich so 'n kleines Projektteam auf und fängst mit Pilotprojekten an oder was würdest du machen, nachdem diese KI-Ambition definiert ist? Genau. Ja, vielleicht noch mal da eingehakt. Ich würde in der Ambition da muss jetzt noch gar nicht jeder Anwendungsfall genau ausdefiniert sein. Und da muss auch gar nicht der ROI schon komplett klar sein. Es muss einfach nur klar sein, wie wird diese Technologie in Zukunft welchen Einfluss wird die in Zukunft auf unser Unternehmen oder die Wirtschaft haben? Und wie können wir das bestmöglich für uns nutzen oder was wollen wir davon für uns nutzen? Ja, erst diesen Rahmen setzen und in diesen Rahmen dann weiter reinarbeiten. Dann Ach würde ich im so. nächsten Einmal einhaken kurz, ja. entschuldige. Also, als konkretes Beispiel, ich habe heute was gelesen zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Vodafone will mit KI den deutschen Kundensupport stärken. Die wollen, ich glaube, 1.400 Mann abbauen, müssen das dann irgendwie auffangen. Das sind, glaube ich, 13% der deutschen Belegschaft muss, glaube ich, gehen. Und wollen gleichzeitig KI-Kundensupport ausrollen. Das wäre was, was man dann in so 'ne Ambition reinschreiben würde, wo man sagt: „Wir haben aktuell Kundensupport über E-Mail, Chat, Telefon und so weiter. Wie kann in diesen Kanälen KI zum aktuellen Stand genutzt werden? Wie würde uns das helfen?“ Würdest du so auf der Ebene das aufbauen oder würdest du tiefer einsteigen? Genau, ja, also man kann da auch aus einer Problemrichtung kommen, sagen unsere Kunden: „Was sind eigentlich gerade Probleme, die uns am Wachstum hindern?“ Wenn Wachstum ein strategisches Ziel ist, zum Beispiel, dass der NPS zu niedrig ist oder der Customer Satisfaction Score, ist dann die KPI. Und dann könnte man sagen: „Welche Möglichkeiten bietet KI, uns diesen Customer Satisfaction Score hochzuheben und darüber die Kundenbindung zu steigern, und den Lifetime Value mit jedem Kunden zu steigern. Und dann würde man schauen, okay, es gibt halt generative KI-Lösungen, die es uns möglich machen, Kundenanfragen zu verarbeiten und darauf schneller zu reagieren, indem man irgendwie eine Vorlage für den Agent schreibt, der dann schneller reagieren kann und nochmal drüber schaut oder FAQs direkt automatisiert. So detailliert muss man auch gar nicht reingeben, aber dass auch da wieder klar ist, welche Fähigkeiten bietet AI, nämlich Text- oder Audioanfragen oder Sprachanfragen, ja, Telefonate zu verarbeiten und dann eine Antwort darauf zu generieren. Das ist die Fähigkeit und die kann zum Beispiel dort genutzt werden. Da muss auch gar nicht klar sein, wie und für welchen konkreten Prozess und was ist die technische Lösung, aber das ist ein Handlungsfeld. Ja, und genau, ja, ein zweites Handlungsfeld könnte sein, dass man sagt, wir haben halt enorm hohe Kosten auf
der Marketingseite für Agenturen und Co., ja, Content Marketing und sowas, ja, und dann würde man das als ein Handlungsfeld nehmen. Oder ein drittes Handlungsfeld wäre zum Beispiel irgendwie die Datenanalyse und dass wir bessere Prognosemodelle haben, wann Kunden potenziell kündigen, weil wir das aktuell falsch abschätzen und nicht rechtzeitig genug dem Kunden ein besseres Angebot machen, um sie zu halten. Das war bei der Telco auch ein Thema. Und dann hätte man dort nochmal ein Handlungsfeld. Und so kann man die Handlungsfelder schon mal definieren und dann später tiefer reinschauen. Vielen Dank für die Beispiele. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir in solchen Unterhaltungen das so konkret wie möglich machen, damit es halt für die Zuhörer auch greifbar wird und die sehen, da ist nicht so eine wahnsinnige Hürde, wenn man in dieses Feld einsteigt, sondern man definiert wirklich erstmal diese Handlungsfelder und guckt, in welcher Richtung kann KI unterstützen. Wenn wir das haben, wie hast du damals bei deiner Firma weitergemacht, wo du die 80% der Leute entlassen musstest? Bist du da nach dem ähnlichen Schema vorgegangen? Da sind wir dann, nee, da sind wir, also das war ja eine kleine Company, das waren dann noch 18 Leute, das war viel, viel dynamischer. Jetzt die Unternehmen, Ja. mit denen ich arbeite, sind mindestens ein paar hundert Mitarbeiter. Und da, wie du gerade schon angesprochen hast, würde ich dann im nächsten Schritt ein Team zusammenstellen. Das müssen jetzt keine Vollzeitleute sein, ja, das kann ein Projektteam sein aus unterschiedlichen Stakeholdern aus verschiedenen Bereichen, die eine Expertise mit reinbringen, um dann im zweiten Schritt aus diesem Team heraus gemeinsam mit einem klaren Verantwortlichen aus der Geschäftsführung, also ein Steuerungsteam könnte man sagen, Standards zu entwickeln, wie jetzt eigentlich die nächsten Schritte gegangen werden sollen. Und da ist dann meistens jemand aus der IT, aus dem Engineering, wenn es ein Data Science Team gibt, sind das super Leute, jemand aus dem HR-Team für die ganzen Schulungs- und Change-Themen und jemand aus dem Commercial-Bereich. Ja? Also das ist normalerweise so das Set an Leuten, was da sehr konstruktiv zusammenarbeiten und vor allem diese Technologie aus verschiedenen Blickwinkeln auch nochmal bewerten und dort Input mit reinbringen kann, dass jeder Bereich irgendwie vertreten ist, weil es wird halt einen Einfluss auf jeden Bereich des Unternehmens haben. Und dann stehen mehrere Aufgaben an. Einer ist so eine Risikoanalyse und ich bin ein Freund davon, diese Risikoanalyse mal einmal etwas umfänglicher zu machen, anstatt dann bei jedem Anwendungsfall immer wieder sich anzuschauen, okay, wie ist das jetzt mit dem Datenschutz und was gibt es für Haftungsrisiken und wie bleiben wir gegenüber dem Europäischen AI Act konform? Ja. Und dann startet jedes Mal wieder dieser Prozess, kann man sich eben auch einmal anschauen, welche Regeln müssen wir befolgen im Umgang mit AI, um datenschutzkonform zu bleiben, Haftungsrisiken zu minimieren und AI-Act-konform zu bleiben, beziehungsweise welcher Anwendungsfall würde in welche Risikoklasse fallen, was müssen wir dafür tun. Ja, das ist dann auch einmal eine Aufstellung, die man erarbeiten kann. Und das hilft dann später, auch wenn man in die Use Cases reingeht, schneller zu entscheiden, okay, wie hoch ist hier eigentlich das Risiko, den umzusetzen und was ist der Impact auf unser Unternehmen und dann schneller zu bewerten, anstatt für jeden Anwendungsfall sich das dann immer wieder sich neu reindenken zu müssen. Und daraus purzelt dann meistens als ein konkreter Output eine Policy raus, eine interne Richtlinie, wie wollen wir hier verantwortungsvoll mit AI umgehen. Welche Daten dürfen da rein, welche Daten dürfen da raus, wie gehen wir mit einem Bias von AI-Modellen um, wie stellen wir einen ethischen Umgang sicher und so weiter. Ja, das sind so Richtlinien, auch das wieder ein Standard, der für alle Mitarbeiter ausgerollt wird. Ja, diese Richtlinien können teilweise sehr abschreckend wirken aus meiner Erfahrung oder sehr überwältigend, sage ich mal, weil das halt wirklich eine große Auswirkung hat. Wie gehst du aus deiner Erfahrung mit dem Thema um, wenn man in dieser Phase ist? Das ist ja so die Schwelle, wo es konkret wird, wo auch sich der Alltag der Mitarbeiter ändert. Wenn man anfängt, an diesen KI-Projekten zu drehen, du bist an dem Punkt Richtlinie, dann ist ja der nächste Schritt, okay, wir evaluieren Tools, wir gucken, dass es konkret wird, dass wir was ändern. Da kommen ja häufig so Bedenken auf oder spätestens da kommen Bedenken auf von manchen Leuten, die sagen: „Hör mal, ich möchte das Ganze vielleicht doch nicht. Ich fühle mich nicht wohl damit. Wollt ihr mich nicht in Wirklichkeit einfach nur abschaffen? Rationalisiere ich mich gerade selbst weg?“ Wa Welche Rolle spielen solche Gedanken in dem Prozess?
Ja, total wichtig und meiner Meinung nach ein Kommunikationsthema. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass zum Beispiel diese dokumentierte Ambition, dass das nicht in irgendeinem Ordner landet, ja, wo nur wenige Leute drauf Zugriff haben, sondern das muss jeder lesen können. Und das muss auch mal im nächsten Townhall-Meeting muss das erklärt werden und sehr gut einfach begründet werden und hergeleitet sein. Und dann muss aber auch ein klarer Plan dahinter folgen, welche Auswirkungen hat das auf Mitarbeiter und wie geht man damit um als Unternehmen. Ich komme gleich nochmal darauf, was so Maßnahmen sind, die sich da bewährt haben. Ist da aber auch wichtig, in dem Kontext zu erklären, dass es eh keinen Weg drum herum gibt. Also es ist ja nun mal so, ich finde da auch die Romantik, dass AI jetzt nur alle Mitarbeiter irgendwie ergänzt und so und noch keine Jobs wirklich ersetzt. Ja, klar, aber wenn in einem Team von 5 Leuten alle AI richtig einsetzen, dann braucht man wahrscheinlich für den gleichen Output nur noch 2 oder vielleicht 3. So. Und die meisten Unternehmen, mit denen ich arbeite, die wachsen und die haben auch genug zu tun. Da gibt es eher zu wenig Leute. Und dann ist eben das Narrativ oder die Strategie in dem Fall auch, zu sagen, wir wollen aus diesem bestehenden Team heraus durch den Einsatz von AI das nächste Wachstumslevel schaffen. Wir wollen nicht über Leute wachsen, sondern wir wollen euch so weit zu befähigen, ja, dass wir mit euch eben deutlich schneller, besser wachsen können, effizienter und profitabel wachsen können, ohne mehr Leute einstellen zu müssen. Und dafür machen wir euch alle richtig fit, was den Umgang mit AI angeht. Und dafür haben wir einen Plan in der Tasche, wie wir das machen. Und da gehört erstmal Zugang zur Technologie dazu. Für mich ist der erste Use Case ein AI-Assistant für alle Leute, ja, so ein Company GPT, gibt es ja auch verschiedenste Ausführungen dazu, aber mit Zugriff auf Unternehmensdaten und einem anständigen Interface und Feature-Set, dass man damit auch ein bisschen was machen kann und nicht nur einen Suchschlitz hat, mit dem irgendwie GPT-3 angesprochen werden kann. Das wird dann nichts. Dass es einfach ein Grundlagentraining gibt und wiederholende Formate, ja, da gibt es sowas irgendwie Use Case der Woche oder Prompt des Tages oder regelmäßige Hackathons mit diesem AI-Assistant, muss man nicht programmieren können, sondern wo man einfach Business-Probleme definiert und sich als Team zusammensetzt und schaut, wie kann ich jetzt diese Technologie, diese Möglichkeiten nutzen, um dieses Problem zu knacken und wie können wir da mal kreativ rangehen und dann zu sehen, ja, was haben unterschiedliche Teams, unterschiedliche Leute für Ideen, wie arbeiten sie damit und dann Formate entwickeln, voneinander lernen zu können und dem Ganze eine hohe Sichtbarkeit und Management-Attention zu geben, ja, weil dann merken die Leute auch, okay, das ist unserem CEO hier, ist dem eins der wichtigsten Themen für die Person. Wenn es dann im Vertrauen, eine gute Fehlerkultur und sowas gibt, ja, dann kommt da auch ein gewisses Momentum auf, dass Menschen es eben immer öfter nutzen. Man hat dann immer mehr kleine Success-Stories, man hat immer mehr Anwendungsfälle und konkrete Beispiele, was kann ich wie, wofür nutzen. Und das bringt es dann mit der Zeit in die Breite. Es ist aber am Anfang ein totales Power-User-Tool. Ja, und das braucht einfach Zeit, um diese Arbeitsgewohnheiten zu verändern und das in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und deswegen ist das ein fortlaufendes Thema. Auch zum Beispiel ein wöchentlicher oder monatlicher AI-Newsletter ist super, den man intern macht, ja, wo man auch einfach ein paar Cases zeigt, wenn man selbst AI-Tools auch weiterentwickelt oder sich selbst einen Toolstack aufbaut, schaut, was gibt es hier für neue Funktionen, wie können die genutzt werden oder welche neuen Lösungen wurden eingeführt, ähnliche Themen, die dort kommuniziert werden können. Ja, und so findet AI eben Schritt für Schritt einen Platz im Unternehmen und wird halt mitgedacht immer. Ja, und dann entsteht auch dieses AI-First-Mindset mit der Zeit. Ja, und ich glaube, es wird immer gesagt, ja, müssen jetzt hier die Leute mitnehmen. Ja, ich glaube halt, dass keiner nur mitgenommen werden oder abgeholt werden will. So, ich
hole den kleinen Jan aus dem, wie heißt das da bei Aus dem Ikea? Spieleparadies, ja. Ja, ich hole den kleinen Jan aus Aus dem dem Smallland. Spieleparadies ab, genau aus dem Smallland, sondern viele Leute wollen involviert werden, ne? Wollen mitmachen und verstehen, wie wirkt sich das auf mich, auf meinen Bereich aus und wie kann ich das aktiv auch treiben und mitgestalten. Und diese Plattform, die muss geschaffen werden. Dann wird es auch was. Und dann irgendwann, so jetzt mache ich auch gleich nochmal eine Pause, aber dann irgendwann entsteht der Effekt, und das habe ich jetzt in vielen von diesen Prozessen erlebt, dass die Leute dann fragen, hey, jetzt habe ich hier diesen Assistant und ich gebe dort jeden Tag für diese Aufgabe immer wieder das Gleiche ein. Kann das nicht automatisch passieren, wenn diese E-Mail kommt oder ich eine neue Zeile in einem Excel hinzufüge oder hier ein Dokument ablege oder whatever it is. Und dann sprechen wir nämlich über Geschäftsprozesse und wie diese automatisiert werden können und nicht, ich habe hier meinen Alltagshelferlein. So, und dann wird es natürlich spannend, ne? Weil da ist nochmal ein deutlich größerer Hebel dahinter. Ja, da ist dann richtig Musik drin. Wir haben das gerade für ein paar Kunden, wo Geschäftsprozesse automatisiert werden, wo nicht dieser Euphemismus, Human Capital freisetzen das Thema ist, sondern tatsächlich, wie du sagst, wir wollen das Team, was wir haben, stärken und wachsen, weil sie einfach nicht durch Menschen wachsen können. Es gibt einfach teilweise in manchen Branchen gerade keine Bewerber oder die Bewerber, die reinkommen, sind nicht gut genug oder passen nicht, bringen nicht das richtige Skillset mit, um da tatsächlich einen Mehrwert zu liefern in den Firmen. Also, da bin ich vollkommen bei dir und bei deinen Kunden, dass es eher darum geht, zu wachsen mit dem, was ich habe, jetzt aktuell zum Stand KI. Klar wird es irgendwann soweit sein, bin ich fest von überzeugt, das dauert vielleicht noch 24, 36, keine Ahnung, Monate, vielleicht 5 Jahre, dass KI dann irgendwann an dem Punkt ist, wo sie die menschlichen Tätigkeiten vielleicht zu 90% ersetzen kann und wo es so einfach wird, das zu implementieren, dass es irgendwo so 'n Kipppunkt gibt, wo wir tatsächlich sagen, ja, bei aller Rechtfertigung für wir wollen Menschen angestellt lassen, man kann es irgendwo nicht mehr begründen, weil halt der Kosten-Nutzen-Faktor nicht mehr da ist und die Konkurrenz es auch macht. Ich glaube, da ist so, wenn einer anfängt, das zu machen, zieht sich das in den Märkten ziemlich schnell durch. Wie stehst du dazu, um für den Rest des Interviews so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken? Gemeine Frage. Ich könnte Du jetzt die darfst dich auch Antwort enthalten. Ich könnte jetzt die diplomatische Antwort geben und sagen: „Ja, aber durch AI werden auch Jobs entstehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können und bla bla bla“, ja. Das stimmt ja auch, aber zu welchem Grad? Genau, und ich bin auch optimistisch, dass AI uns auf lange Sicht enormen Wohlstand in die Welt bringt, wie mit jeder großen Technologiewelle, die es in der Vergangenheit gab. Und dass wir uns, früher konnte sich auch keiner vorstellen, also dann sind 20 Leute losgelaufen und haben mit einer Schaufel ein Loch gegraben und konnten sich auch nicht vorstellen, wenn dass ein Bagger kommt und das Ganze einmal macht und der Job auch erledigt ist, was sie dann mal machen werden, wenn so. Und ich denke, das wird auch passieren. Ich glaube aber, dass es zwischendrin eine Lücke geben wird, wie du gerade schon sagst, wo die Modelle noch so viel leistungsfähiger werden, insbesondere was die so kognitive Fähigkeiten angeht, dass sie immer mehr menschliche Aufgaben übernehmen können und dass dadurch eine Lücke im Arbeitsmarkt entsteht, die auch den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel, ähm, also auch diese Effekte werden das, glaube ich, nicht ausgleichen. Und das ist Glaskugel gucken. Ja? Ich habe jetzt keine Zahlen oder ähnliches dafür, aber davon gehe ich aus. Und das ist einfach das wären in Deutschland noch so Betriebsräte und so ähnliche Mechanismen, Sozialsystem und so, werden das noch weiter verzögern. Aber ich glaube schon fast, dass es da keinen Weg drum herum gibt, ehrlich gesagt. Und das ist einfach ein gesellschaftliches, politisches Thema, was angegangen werden muss, um zu schauen, wie geht man tatsächlich damit um. Und ja, gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass wir es irgendwie schaffen, Menschen dass wir uns so einsetzen können in unterschiedlichen Bereichen, dass dadurch neue Wertschöpfung entsteht und gleichzeitig doch sehr viel an AI auslagern und wir einen anderen
anderen Sinn in der Arbeit für uns sehen. Das ist meine Hoffnung auf der anderen Seite, weil ich werde auch davon betroffen sein, ne? Und du Ja, auch, ne? Also, auf jeden Fall. Ich sage wir sind auch in nicht davon. den Projektgesprächen sage ich immer: „Eigentlich schaffe ich mich selber ab, Ja. indem ich immer mehr KI ausrolle.“ Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir zu 'nem Punkt kommen werden, wo wir Menschen uns wieder auf soziale Komponenten konzentrieren können, wo wir aktuell einfach keine Zeit für haben, weil wir arbeiten müssen. Das mal so, aus meiner Glaskugelperspektive. Ich glaube, dass es 'nen Change in der Gesellschaft geben wird, dass das viel mehr das physikalische Miteinander wieder spannender wird und wieder wichtiger wird, weil wir mehr Zeit haben werden. Und bis dahin ist halt unsere Aufgabe als Unternehmer und Führungskräfte, bei dieser Welle vorne mit dabei zu sein. Und ja, auch zu 'nem gewissen Maße, finde ich, ist es schon fast 'ne Verantwortung zu sagen: „Wir nehmen die“, jetzt bin ich wieder bei dieser Phrase, „wir nehmen unsere Angestellten mit in diesem Weg und geben denen die Infos an die Hand“, dass die auch merken: „Hey, da kommt wirklich was auf uns zu.“ Und dann macht es ja auch wieder Sinn zu sagen, wir entwickeln ein AI First Mindset, denn was ich im betrieblichen Alltag vernünftig nutzen kann und was mir da hilft, hilft mir ja auch in meinem privaten Alltag. Wir haben letztens, vor ein paar Wochen ist meine Tochter 4 geworden und Mhm. eigentlich war der Plan, wir feiern draußen im Garten und sie durfte ein paar Kinder einladen aus dem Kindergarten und dann brauchst du ja aber auch einen Plan B. Was ist, wenn es regnet? Und dann hat ChatGPT uns 'n paar Spiele ausgespuckt, die wir dann mit den Kids gespielt haben, weil es hat natürlich junge Hunde geregnet an dem Tag und an draußen spielen war gar nicht zu denken. Aber so kann KI halt auch im Privatleben 'nen echten Mehrwert liefern, weil die Kids echt Spaß gehabt haben mit den Sachen, die ChatGPT sich ausgedacht hat. Ja, absolut. Ich glaube, ich bin privat gar nicht so viel, ich arbeite nur. Kinder Ähm, helfen. ne, das auch nicht, aber ich versuche tatsächlich privat dann echt, die Kiste und das Handy und so weiter auszu auszulassen. Ich glaube, der Großteil meiner Anwendungsfälle bezieht sich wirklich als auf den vor allem beruflichen Alltag, aber ich nutze es sehr oft als um noch mal so Gedanken, Ideen und so zu challengen und noch mal Perspektiven zu bekommen, ja, und, dafür hilft's mir. Ich vermute, dass der AI Assistant, wie auch immer dieses Interface dann aussehen wird, ich bin jetzt gespannt, was ähm womit Apple um die Ecke kommt, wenn das ausgerollt wird. Ich glaube, dass dieser Assistant, den wir auf einem Device haben, schon das zentrale Interface für uns werden wird und dass wir darüber Dinge suchen, ja, unsere Reisen buchen, kommunizieren, unser Wissen verwalten und anzapfen können und Ähnliches und eigentlich nur über dieses AI Assistant Interface Ja. kommunizieren. Das ist so ein bisschen meine These. Was glaubst du dazu? Ja, ich glaube auch, dass sich diese ganzen Geräte wie der Rabbit R1 oder dieser Holopin oder was das war, das war so 'ne Hypewelle, dass es diese kleinen Gadgets gab, wo dann KI drauf lief und ich glaube, bei dem R1 war das ja sogar 'n Fake. Das waren ja irgendwie Python-Algorithmen im Hintergrund und gar nicht so richtig KI, sondern nur Skripte, die vorgefertigte Wenn-Dann-Logik hatten und die dann entsprechend an die OpenAPI-Schnittstelle gegangen ist. Ich glaube schon, dass das, was wir bisher nutzen, iPhone, Android, Tablet, Smartwatches, dass das die Devices werden, über die wir mit einer KI kommunizieren. Ich glaube auch, dass Apple da richtig einen raushauen wird. Die sind ja meistens oder wenn sie in einen Markt gehen, sind sie oft die Letzten, haben aber das beste Produkt mit Abstand, weil die halt aus den Fehlern der anderen bis dahin gelernt haben. Was ich aber auch glaube, ist, dass es, wichtig wird, und da fand ich deinen Input interessant, sich davon wieder zu distanzieren und bewusst noch mal zu hinterfragen: „Was mache ich eigentlich?“ Weil je mehr KI wir im Alltag benutzen, desto mehr, ich will nicht sagen, verdummt man, aber man verlernt ja zu denken zu 'nem gewissen Maße, weil ich kann halt alles in die KI reinballern und ich kriege zu 90% 'ne vernünftige, brauchbare Antwort. Und ich glaube, dass es in Zukunft ganz, ganz wichtig wird, insbesondere als Führungskraft zu wissen:
oder dieses Bauchgefühl nicht zu verlieren, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und da finde ich das interessant, dass du sagst, im Privatleben Technik erst mal wieder 'n bisschen zurück, noch mal wieder tief durchatmen und sagen: „Macht das noch Sinn, was ich hier grade mache?“ Ja, und auch so 'n bisschen schnelles Denken, langsames Denken, ja, vorher sich auch noch mal selbst fragen: „Wie würde ich jetzt hier eigentlich vorgehen und warum würde ich so handeln?“ Und dann eher noch mal AI als 'nen Art, also, gibt's ja also, unterschiedliche Herangehensweisen, wahrscheinlich schwer jetzt zu verallgemeinern, aber wenn's bei mir um die Lösung strukturelle Lösung von 'nem Problem geht, was jetzt kein lapidares Alltagsproblem ist, sondern zum Beispiel, wie ich mein Business für die Zukunft ausrichten möchte, dann mache ich mir schon selbst erstmal Gedanken und überlege mir, was die Kausalitäten sind und so weiter, ja. Und dann hole ich mir aber gerne auch noch mal da von einem LLM irgendwie einen Feedback oder noch mal Input oder ja, lass das noch mal aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Aber ich versuche, gerade bei so größeren Entscheidungen und so, nicht den anderen Weg zu gehen und zu sagen, ich lasse mir schnell irgendwas raushauen und weil es sehr einfach ist, damit dann weiterzumachen, dann Da laufe da ich damit Da los. Daumen drücken und Luft anhalten und das klappt schon. Genau. Ich mache das dann gerne. Ich schreibe mir so 'n paar Notizen zusammen in 'nem Word-Dokument oder so was und gebe das in ChatGPT und sage: „Was kann dabei schiefgehen? Ja, Was sind 10 Gründe, warum das 'ne Scheißidee ist?“ Auf gut Deutsch gesagt. ja, genau. Ja, guter Tipp. Auch 'n underrated Use Case. Sehr, sehr spannend. Vielleicht als abschließende Frage, damit die Episode nicht zu lang wird. Wie schaffst du's selber, in diesem schnelllebigen Bereich auf dem Laufenden zu bleiben? Weil du bist ja auch Unternehmer, du hast ja auch genug um die Ohren. Wo holst du deine Infos her und wie schaffst du das, dass du zumindest einigermaßen immer am Puls der Zeit bleibst? Also, das Gute ist ja, wenn man den ganzen Tag damit arbeitet, dann kommt vieles schon so ganz natürlich, weil ich natürlich immer wieder Feedback bekomme, ja, in den Projekten von Partnern und Ähnlichen. Also, es ist immer so ein gewisses Grundrauschen an: „Hast du dies oder jenes, schon gehört?“ Oder es wird einmal was zugeschickt und so. Ansonsten gibt es ja sehr, sehr viele Newsletter. Da habe ich irgendwie so einen, ich hatte mal 20, jetzt habe ich noch einen. Einmal die Woche kommt dann eine sehr gute aufgestellte Übersicht, was ist passiert, und dann ist das so unterteilt, ja, was ist irgendwie auch in Regulatorik passiert, auf der Technologieebene, Big Tech und so. Und da haben wir eigentlich einen ganz guten Überblick, dass einem nichts durchrutscht. Ich versuche aber also, ich halte mich da eigentlich total fern von diesem Hype und auf alles raufzuspringen, was jetzt immer neu kommt. Das Letzte, was ich dann mir wirklich mal tiefer angeschaut habe, war Claude Sonnet 3, und das hat mich seit langem auch mal wirklich wieder beeindruckt. Abseits von den ganzen Produktdemos. Ich freue mich auch, wenn wirklich der Voice Assistant von ChatGPT dann gelauncht wird. Ich denke, das ist auch nochmal ein guter Schritt nach vorne, aber genau, Claude fand ich dann mal wieder sehr, sehr stark. Ansonsten schaue ich mir sehr selten neue Tools und so an. Ich habe einen Toolstack und den versuche ich wirklich zu hebeln und in Prozesse reinzubringen und nicht immer wieder das Shiny Object Syndrom durchkommen zu lassen und die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ich würde irgendwas verpassen. Und das geht ganz gut, ehrlich gesagt. Hast du den Namen von dem Newsletter zufällig im Kopf oder kannst mir den hinterher schicken, dass wir den weitergeben können an die Zuhörer? Ja, total gerne. Also, ja, es ist, glaube ich, total unspektakulär. Äh, ja, genau, schicke ich dir nachher zu. Perfekt, weil das ist immer so 'ne ich brauche das auch. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Newsletter, die ich abonniert habe, von denen ich meistens nur samstags oder sonntags dann mal überfliege: „Was war denn so?“, weil ich's unter der Woche nicht schaffe. Aber dieses Ganze auf YouTube, meine Güte, da hast du ja jede Woche ist the best week and biggest week ever in AI. Also, das kann man ja komplett vergessen. Darum vielen Dank für den Newsletter-Tipp. Und auch vielen Dank, dass du in dieses AI-First Mindset so tief eingestiegen bist mit uns heute. Ich glaube, das war extrem hilfreich für Leute, die neu in das Thema reinkommen. Hast du noch ein, 2 abschließende Gedanken für die Zuhörer, wie wie man dieses AI-First Mindset in der Praxis leben kann? Vielleicht so zusammenfassend gesprochen?
glaube, ich habe dazu schon die meisten Dinge gesagt. Was noch wichtig ist anfangen. Alle fragen sich gerade, wie sollen sie es machen? Und ähm, gleichzeitig wird es nie den Blueprint geben. Der wird nicht kommen. Es wird nicht die Blaupause da sein, die dir sagt, wie schaffst du es jetzt, AI in die DNA deines Unternehmens zu integrieren und darüber Wertschöpfung zu erzeugen, sondern das muss jedes Unternehmen für sich individuell beantworten. Jedes Unternehmen immer noch mal anders funktioniert und an einem anderen Punkt steht. Und deswegen vorne anfangen, dieses Thema zu verstehen, ein einheitliches Verständnis zu entwickeln und dann Schritt für Schritt sukzessive in die Umsetzung zu kommen und das eigene Team zu involvieren und darüber eine Schubkraft zu entwickeln. Das kann jedes Unternehmen heute schon tun. Es war nie einfacher als zuvor. Und was ich immer am Ende jedes Vortrags sage, ist, dass das, was wir heute sehen, die schlechteste AI ist, die es jemals wieder geben wird. Und heute ist schon echt viel möglich. In einem Jahr können wir das ja nochmal machen, werden wir über was ganz anderes sprechen. Und wer heute das versteht und die heutigen Möglichkeiten anfängt zu nutzen, der wird in Zukunft, wenn noch viel mehr gehen wird, sehr viel schneller darauf reagieren können und hat die Organisation bereit dafür, das auch mitzumachen. Wer in einem Jahr sich das Thema mal anschaut, ich will nicht so ein Prophet sein, der sagt, dass dann alle untergehen. Es ist ja auch eine gewisse Substanz in jedem Unternehmen vorhanden, aber es wird halt einfach immer schwieriger werden. Von dem her möchte ich einfach nur ermutigen, es ist ein tolles Thema, die einflussreichste Technologie unserer Zeit und genau, einfach. Schönes Schlusswort, ja. Das war super. Ich kann mich dem nur anschließen. Selbst wenn man vielleicht ein bisschen Bedenken hat oder wenn man noch nicht weiß, wo genau man anfangen sollte, jeder Anfang ist besser, als das Thema rechts liegen zu lassen und zu sagen, man beschäftigt sich da in 2 Monaten mit oder sowas. Eine ruhigere Zeit kommt als Unternehmer sowieso nie. Man hat immer viel zu tun und immer brennt irgendwo irgendwas, was eigentlich wichtiger wäre. Darum ist es, glaube ich, eine gute Erinnerung zu sagen, nehmt euch die Zeit dafür, einfach mal 1 Stunde oder 2 über dieses Thema nachzudenken mit der Struktur, die Felix uns heute erzählt hat in diesem wunderbaren Interview. Ich fand das wirklich klasse, dass du so 'n Ablaufplan quasi gegeben hast. Den fasse ich in den Shownotes natürlich zusammen für jeden, der es sehen möchte. Und von daher, Felix, vielen Dank für deine Zeit. Gib uns bitte noch deine Social-Media-Handles und deine Webseite, wenn du magst, dass die Leute wissen, wie sie sich mit dir in Kontakt setzen können. Ja, sehr gerne. Einfach auf LinkedIn Felix Schlenter anschreiben, wer noch Fragen hat. Und ich teile da auch jeden Tag genau zu diesen Themen meine Erfahrungen, wie man AI erfolgreich ins Unternehmen bringt. Vielen Dank. Danke dir. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf Apple, Spotify, auf YouTube oder schau bei cobra-dataworks.de/podcast vorbei, um immer die neuesten Episoden zu bekommen. Ich freue mich natürlich sehr über Bewertungen, das hilft dem Podcast ungemein. Hinterlass gerne dein ehrliches Feedback als Kommentar unter den Episoden. Gerne auch eine Bewertung bei, wie gesagt, Spotify oder Apple oder auf YouTube als Abo. Das hilft uns einfach, mehr Leute zu erreichen. Das hilft mir auch, noch bessere Gäste zu kriegen. Wenn die natürlich sehen, dass der Podcast gut ankommt, habe ich mehr Argumente, hochkarätigere Gäste in diesen Podcast reinzuholen. Also das geht nicht ohne eure Unterstützung. Ich freue mich sehr, wenn euch der Podcast gefällt. Wie gesagt, ein Daumen hoch oder ein Abo hilft ungemein. Bis zur nächsten Episode. Vielen Dank.